Havidere, Servus und herzlich willkommen zu einer weiteren Spezialfolge der Isle News auf Deutsch. Seit dem Leak haben es die Tiere auf mehrere inoffizielle Server geschafft. Und da ich natürlich extrem neugierig bin, wollte ich auch die anderen ausprobieren und meine Erfahrungen mit euch teilen. Was mich besonders freut, auf Pangeas Echo ist der Rex auch aktiviert und so kann ich ihn nach Lust und Laune testen. Bist du lustig? Ja, ich bin nicht da. Hast du uns zugeguckt beim Tennisspiel? Na, da war ich noch nicht da. Das ist Tee-Tennis. Geil. Yep. Den Rex selbst haben wir uns ja im letzten Video schon angesehen. Und nachdem YouTube momentan voll ist von Videos, in denen Rexe ihre Beute hin und her werfen, wollten wir das natürlich auch mal testen. aber er lebt. Ah, schade, von Richtung Sick, das war dein Einsatz. Ja. Nick, wo war dein Einsatz? Tee-Tennis. Wir haben eben 5-mal geschafft, das war ein neuer Rekord. 6-mal. Oder 6-mal sogar, ja. Wie gierig du bist. Ich wollte, dass Liam mich schon lässt. Durch das Gedrückthalten der linken Maustaste führt er die Crush-Fähigkeit aus. Ist die Beute leichter als eine Tonne, könnt ihr sie heben. Wenn ihr dann mit der Kamera nach oben seht, also die Kamera unter den Rex bewegt und die rechte Maustaste antippt, werft ihr die Beute fröhlich in die Luft. Nice. Oh, So geil, ey. Jawohl. Jetzt zu mir. Ich glaube, jetzt sind wir zu nah, oder? Das war aber knapp. Haarige Sache. Du musst ein Stück weiter zurück. Du bist viel zu weit. So, jetzt. Schmeiß, bevor sie tot ist. Ja, der ist aber eigentlich hinter dich geflogen, ne? Aber ja, wir sind auf jeden Fall gespannt, in welchem Zustand die aktuelle Version des Rex momentan ist. Denn auch wenn ich mich wiederhole, meiner Meinung nach läuft diese Version des Rex deutlich runder als der Trike, als er in den Horde-Test kam. Was ich vom nächsten spielbaren Tier League nicht so behaupten kann. Ein großes Schulter. Den meinst Ja. du. unsere Während die meisten inoffiziellen Server Alo und Austro schon wieder deaktiviert hatten, da sie zu verhältnismäßig häufigen Crashes geführt haben, gibt es noch ein paar wenige, die sie sogar im Namen noch angeben. Die Vorschau immer noch passend, ne? Und da sind wir nun, als frisch gespawnter Alo. Da ich nicht allzu oft Kano spiele, könnt ihr mir in die Kommentare schreiben, ob hier alle Sounds des Kano übernommen wurden oder nur die Hauptsounds 1 und 2. Auch das Charaktermenü ist hier nicht vom Alo, sondern vom Raptor.
Diets hat er übrigens auch keine. Gerade gespawnt, wurde ich auch schon mit Glück belohnt. Dass die Grapple-Funktion wohl nicht so aussehen soll, sollte wohl jedem klar sein. Work in Progress eben. Wie ich später erfahren habe, macht sie auch nur Schaden, wenn man die Beute wieder loslässt. Allgemein muss man sagen, dass der Alo nicht so rund läuft wie der Rex. An dieser Stelle soll das auch keine Kritik sein. Wir wissen, das ist eine alte oder ältere Version, eine geleakte Version und so wird er wohl auch nie veröffentlicht werden. Auch mit den Stats möchte ich mich hier bedeckt halten, denn wenn man genau schaut, passt die Geschwindigkeit nicht ganz zur Laufanimation. Auch die Ausdauer wird sich wohl noch im Laufe des Spiels ändern. Denn als Juvi kann er gefühlt vom Anfang bis zum Ende der Map durchsprinten. Umso größer er wird, umso mehr Ausdauer verbraucht er. Die Ausdauer bleibt aber nach wie vor sehr gut. Hier wusste ich noch nicht, dass die Grapple-Mechanik keinen Schaden macht, beziehungsweise erst nachdem man abspringt. Hier könnt ihr nun mal die Wälzanimation sehen. Allgemein zu den Laufanimationen. Mir kommt es so vor, als würde er mehr über den Boden gleiten, als tatsächlich laufen. Auch die Drehungen sind extrem. Also von 0 auf 180 Grad ohne Probleme. Noch einmal, das ist keine Kritik, das sind nur Anmerkungen, die mir aufgefallen sind. Was mir hier besonders gut gefällt, ist die Schüttler-Animation, denn die wirkt besonders wild. Und natürlich, so wie beim Rex auch, blieb ich hier nicht von Serverabstürzen verschont. Das wurde erkennbar, als ich den Kadaver nicht fressen konnte. Kurz vorm Ziel war ich mir sicher, ich würde wieder mal verhungern. Die Nacht brach über mich und die derzeitige Nachtsicht, beziehungsweise die Nachtsicht aus diesem Bild, ist nicht besonders gut. Seit dem kleinen Stego am Anfang habe ich auch auf keinen anderen Spieler mehr getroffen. Ich hörte zwar immer wieder mal junge Rexe herumbrüllen, aber das war's. Also bat ich die Admins um Hilfe. Und tatsächlich, sie willigten ein. So konnte ich meinen Alo auf die letzten Prozente full grown.
Es war keine spannende Reise, aber ich hatte es geschafft. Nun wollte ich noch sehen, wie sich der Austro so spielt. Doch leider, ich sag's gleich zu Anfang, passierte das nicht. Ich kam nämlich nicht auf den Server. Auch der Austro hat eine interessante Vorschau. Im Skin Editor lässt sich auch nichts einstellen und nichts verändern. Und mehr geschah hier leider auch nicht. Egal welchen Server ich wählte, egal was ich versuchte, ich kam nicht drauf. Was kann ich also zum Abschluss sagen? Ich bleib dabei. Der Rex macht einen wirklich starken Eindruck und dürfte kurz vor seiner offiziellen Veröffentlichung stehen. Natürlich wissen wir nicht genau, wie alt diese Builds sind. Laut Punch Packet sollen sie ja schon ein paar Monate auf dem Buckel haben. Wenn das stimmt, dann sind auch der Alo und der Austro in der aktuellen Version absolut nicht repräsentativ für ihren finalen Zustand. Gerade deshalb ist es meiner Meinung nach noch zu früh, ein Fazit zu Alo oder Austro zu ziehen. Den Austro konnte ich ja gar nicht testen. Im derzeitigen Bild bringt der Allosaurus rund 2,5 Tonnen auf die Waage und erreicht Geschwindigkeiten von bis zu 50 km/h. Ob das aber auch im finalen Release so bleibt, wird sich zeigen. Wie immer gilt, Work in Progress. Das war's auch schon wieder mit dieser Spezialfolge, die Isle News auf Deutsch. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da, abonniert den Kanal, um keine weiteren Updates zu verpassen und schreibt eure Meinungen sachlich in die Kommentare. Ein ganz besonderer Dank geht wie immer an meine Kanalmitglieder. Vielen Dank für euren zusätzlichen Support. Da Michi, Helloscope, Nela, Suse, Serval 1982, I, Mahasla, Papa Sparrow, Pitbull 1985, Marinho, Original Maddes, Holger 46, Muppets, Botcomplex, Harley Quinn Live, Han Solo, Eileen, Martin Kisser, Sihanov, Samuel, Alexander Königs, Ernie X3, Juli 8, Funshooter 1085, Lecker Bierchen, Quen, Peachy 6889 und Power Mike. Vielen, vielen Dank. Und natürlich vielen Dank an dieser Stelle an jede Zuseherin und jeden Zuseher. Der Discord der Devs ist momentan sehr ruhig, also warten wir gespannt, ob sie vielleicht schon am finalen Bild für den Horde-Test arbeiten. Von mir soll es das an dieser Stelle wieder gewesen sein. Ich sage wie immer Servus und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, euer Sick.